Hallo, ich freue mich, dass du hier bist. Willkommen zu Emma in Wien, der Serie über Emmas Reise, um Geigerin in Wien zu werden. Zuerst hörst du die Geschichte, dann neue Wörter und ein Lied. Zum Schluss hörst du die Geschichte noch zweimal, um dein Sprechen und Lesen zu verbessern. Viel Spaß mit dem Video. Emma steht nervös vor dem Opernhaus, ihr Geigenkasten fest umklammert und versucht, ihre Nerven zu beruhigen. Sie soll bald vor dem Wiener Staatsoperorchester vorspielen. Ein Traum, der für jeden Geiger wahr werden soll. Sie holt tief Luft, erinnert sich an all die harte Arbeit, die sie investiert hat, und geht ins Vorspielzimmer. Als sie anfängt zu spielen, beruhigen sich Emmas Nerven allmählich und sie verliert sich in der Musik. Aber gerade als sie in die richtige Stimmung kommt, bemerkt sie ein bekanntes Gesicht in der Jury. Es ist Herr Müller, ihr ehemaliger Lehrer vom Konservatorium. Emmas Herz setzt einen Schlag aus, während sie sich fragt, ob das ein gutes oder ein schlechtes Omen ist. Nach dem Vorspiel wartet Emma ängstlich auf die Ergebnisse. Wird sie die Chance haben, mit dem Wiener Staatsoperorchester zu spielen, oder muss sie weiter nach ihrem großen Durchbruch suchen? Inzwischen wartet Lindsay auf Emma vor dem Opernhaus, begierig zu hören, wie das Vorspiel gelaufen ist. Als sie gemeinsam einen Kaffee trinken, vertraut Emma Lindsay ihre Nerven und ihre Überraschung über Herr Müllers Anwesenheit in der Jury an. Lindsay bietet ermutigende Worte und erinnert Emma an ihr Talent und ihre harte Arbeit. Während sie plaudern, erhält Emma einen Anruf vom Opernhaus. Sie wurde eingeladen, mit dem Orchester bei einer kommenden Aufführung von Mozarts Die Zauberflöte zu spielen. Emma ist überglücklich und kann es nicht erwarten, die Nachricht Lindsay mitzuteilen. Jetzt lernen wir die wichtigsten Wörter in der Geschichte. Vorspiel. Sie soll bald vor dem Wiener Staatsoperorchester vorspielen. Eine Probe, um zu zeigen, ob man gut genug ist. Nerven. Sie versucht, ihre Nerven zu beruhigen. Die Ängstlichkeit oder Aufregung in einem Traum. Ein Traum, der für jeden Geiger wahr werden soll. Etwas, das man sehr gerne erreichen möchte. Investiert. Erinnert sich an all die harte Arbeit, die sie investiert hat. Etwas in etwas hineinzustecken, um Erfolg zu haben. Vorspielzimmer. Und geht ins Vorspielzimmer. Ein Raum, in dem man eine Probe abhält. Stimmung. Gerade als sie in die richtige Stimmung kommt, die richtige Atmosphäre oder Gefühl. Omen. Ob das ein gutes oder ein schlechtes Omen ist, ein Zeichen, das etwas Gutes oder Schlechtes bedeutet. Ergebnisse. Nach dem Vorspiel wartet Emma ängstlich auf die Ergebnisse. Die Antwort oder das Resultat von etwas? Durchbruch. Oder muss sie weiter nach ihrem großen Durchbruch suchen? Etwas Großes oder Erfolgreiches erreichen. Ermutigend. Lindsay bietet ermutigende Worte und erinnert Emma an ihr Talent und ihre harte Arbeit. Etwas, das einem Mut macht oder Hoffnung gibt. Aufführung. Sie wurde eingeladen, mit dem Orchester BI einer kommenden Aufführung von Mozarts Die Zauberflöte zu spielen. Eine Vorstellung oder ein Konzert. Jetzt hören wir ein Lied zum Thema. Auf Spotify finden Sie es auch. Link unten. Ich stehe vor der Oper, mein Herz klopft so schnell, mein Geigenkasten in der Hand, meine Nerven sind auf dem Spiel. Ich denke an all die Stunden, die ich geübt habe. Ich hoffe, dass ich heute mein Ziel erreiche. La, la, la. Oh, oh, oh. Mein Traum wird wahr, ich spiele mit dem Orchester. Mein Traum wird wahr, ich bin so nah dran. Ich lasse meine Musik
Musik sprechen. Ich lasse meine Seele fliegen. Mein Traum wird wahr, ich bin bereit. Ich sehe Herrn Müller, mein ehemaliger Lehrer. Ich frage mich, ob das ein gutes Omen ist oder nicht. Ich atme tief durch, ich denke an meine Stärke. Ich lasse meine Musik sprechen, ich lasse meine Seele fliegen. Mein Traum wird wahr, ich spiele mit dem Orchester. Mein Traum wird wahr, ich bin so nah dran. Ich lasse meine Musik sprechen, ich lasse meine Seele fliegen. Mein Traum wird wahr, ich bin bereit. Emma steht nervös vor dem Opernhaus. Emma steht nervös vor dem Opernhaus. Emma steht nervös vor dem Opernhaus. Ihr Geigenkasten fest umklammert. Ihr Geigenkasten fest umklammert. Ihr Geigenkasten fest umklammert. Und versucht, ihre Nerven zu beruhigen. Und versucht, ihre Nerven zu beruhigen. Und versucht, ihre Nerven zu beruhigen. Sie soll bald vor dem Wiener Staatsoperorchester vorspielen. Sie soll bald vor dem Wiener Staatsoperorchester vorspielen. Sie soll bald vor dem Wiener Staatsoperorchester vorspielen. Ein Traum, der für jeden Geiger wahr werden soll. Ein Traum, der für jeden Geiger wahr werden soll. Ein Traum, der für jeden Geiger wahr werden soll. Sie holt tief Luft. Sie holt tief Luft. Sie holt tief Luft. Erinnert sich an all die harte Arbeit, die sie investiert hat. Erinnert sich an all die harte Arbeit, die sie investiert hat. Erinnert sich an all die harte Arbeit, die sie investiert hat. Und geht ins Vorspielzimmer. Und geht ins Vorspielzimmer. Und geht ins Vorspielzimmer. Als sie anfängt zu spielen, beruhigen sich Emmas Nerven allmählich und sie verliert sich in der Musik. Als sie anfängt zu spielen, beruhigen sich Emmas Nerven allmählich und sie verliert sich in der Musik. Als sie anfängt zu spielen, beruhigen sich Emmas Nerven allmählich und sie verliert sich in der Musik. Aber gerade als sie in die richtige Stimmung kommt, bemerkt sie ein bekanntes Gesicht in der Jury. Aber gerade als sie in die richtige Stimmung kommt, bemerkt sie ein bekanntes Gesicht in der Jury. Aber gerade als sie in die richtige Stimmung kommt, bemerkt sie ein bekanntes Gesicht in der Jury. Es ist Herr Müller, ihr ehemaliger Lehrer vom Konservatorium. Es ist Herr Müller, ihr ehemaliger Lehrer vom Konservatorium. Es ist Herr Müller, ihr ehemaliger Lehrer vom Konservatorium. Emmas Herz setzt einen Schlag aus, während sie sich fragt, ob das ein gutes oder ein schlechtes Omen ist. Emmas Herz setzt einen Schlag aus, während sie sich fragt, ob das ein gutes oder ein schlechtes Omen ist. Emmas Herz setzt einen Schlag aus, während sie sich fragt, ob das ein gutes oder ein schlechtes Omen ist. Nach dem Vorspiel wartet Emma ängstlich auf die Ergebnisse. Nach dem Vorspiel wartet Emma ängstlich auf die Ergebnisse. Nach dem Vorspiel wartet Emma ängstlich auf die Ergebnisse. Wird sie die Chance haben, mit dem Wiener Staatsoperorchester zu spielen, oder muss sie weiter nach ihrem großen Durchbruch suchen? Wird sie die Chance haben, mit dem Wiener Staatsoperorchester zu spielen, oder muss sie weiter nach ihrem großen Durchbruch suchen? Wird sie die Chance haben, mit dem Wiener Staatsoperorchester zu spielen,
Oder muss sie weiter nach ihrem großen Durchbruch suchen? Inzwischen wartet Lindsay auf Emma vor dem Opernhaus, begierig zu hören, wie das Vorspiel gelaufen ist. Inzwischen wartet Lindsay auf Emma vor dem Opernhaus, begierig zu hören, wie das Vorspiel gelaufen ist. Inzwischen wartet Lindsay auf Emma vor dem Opernhaus, begierig zu hören, wie das Vorspiel gelaufen ist. Als sie gemeinsam einen Kaffee trinken, vertraut Emma Lindsay ihre Nerven und ihre Überraschung über Herr Müllers Anwesenheit in der Jury an. Als sie gemeinsam einen Kaffee trinken, vertraut Emma Lindsay ihre Nerven und ihre Überraschung über Herr Müllers Anwesenheit in der Jury an. Als sie gemeinsam einen Kaffee trinken, vertraut Emma Lindsay ihre Nerven und ihre Überraschung über Herr Müllers Anwesenheit in der Jury an. Lindsay bietet ermutigende Worte und erinnert Emma an ihr Talent und ihre harte Arbeit. Lindsay bietet ermutigende Worte und erinnert Emma an ihr Talent und ihre harte Arbeit. Lindsay bietet ermutigende Worte und erinnert Emma an ihr Talent und ihre harte Arbeit. Während sie plaudern, erhält Emma einen Anruf vom Opernhaus. Während sie plaudern, erhält Emma einen Anruf vom Opernhaus. Während sie plaudern, erhält Emma einen Anruf vom Opernhaus. Sie wurde eingeladen, mit dem Orchester bei einer kommenden Aufführung von Mozarts Die Zauberflöte zu spielen. Sie wurde eingeladen, mit dem Orchester bei einer kommenden Aufführung von Mozarts Die Zauberflöte zu spielen. Sie wurde eingeladen, mit dem Orchester bei einer kommenden Aufführung von Mozarts Die Zauberflöte zu spielen. Emma ist überglücklich und kann es nicht erwarten, die Nachricht Lindsay mitzuteilen. Emma ist überglücklich und kann es nicht erwarten, die Nachricht Lindsay mitzuteilen. Emma ist überglücklich und kann es nicht erwarten, die Nachricht Lindsay mitzuteilen.